Einen wunderschönen guten Morgen zu einem weiteren Tag Light in Building und zu einem ganz spannenden Thema, und zwar zu unserem Thema Oboconstruct. Planen war noch nie so einfach. Und dafür habe ich mir einen Experten mit dazu genommen. Carsten, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Immer gern, Klaus. Und uns etwas über das Thema Construct erzählen willst. Construct gibt es ja schon etwas länger, aber wir wären natürlich nicht Obo, wenn wir nicht die wenn wir die Construct-Anwendung nicht weiterentwickelt hätten. Wir haben natürlich auch in diesem Jahr etwas Neues. Bevor wir auf das Neue einsteigen, vielleicht aber auch auf jeden Fall einen Überblick, welche Module wir generell im Angebot haben. Und würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen abholst. Genau. Also generell ist es ja so, Oboconstruct ist ja nicht nur jetzt ein Generator für irgendwelche Projekte. Wir haben immer schon einige Sachen gehabt. Du kannst dich da anmelden, du kannst aber auch quasi mit einem Gastzugang schnell was erfahren, ein bisschen konstruieren. Aber generell haben wir 6 Einstiegsmöglichkeiten. Wir haben den Unterflow-Konfigurator, dann machst du deine Bodentanks, kannst du konfigurieren nach deinen Gegebenheiten. Wir haben einen Brandschutzkonfigurator für Schottungen. Das heißt, was für Schottungen muss ich benötigen? Dann die Kabelbelegung, sehr interessant. Erdungssysteme nach der DIN 18014 genau konzipiert, wie auch jetzt der Überspannungsschutz. Der ist nämlich neu. Wir haben einen neuen hinzugefügt. Und ja, Kabeltragsystem als CAD-Plugin. Stellen wir auch bereit, immer auf den neuesten Stand. Aber ich glaube, das Gros möchte wirklich wissen, was kann ich damit tun. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Überspannungsschutz, oder? Genau, schauen wir uns mal den Überspannungsschutz an, vielleicht auch später noch den Brandschutz. Macht denn Sinn. Alle Module können wir jetzt leider nicht durchgehen, aber die beiden sind sicherlich mit den Neuerungen die interessantesten. Wenn du jetzt da draufklickst, genau, du klickst auf Überspannungsschutz, dann kriegst du erstmal den großen Bereich, welchen Konfigurationsbereich möchte ich überhaupt auswählen. Da kannst du die Hauptverteilung auswählen, direkt die Unterverteilung oder Feinschutz oder Gebäudeeintritt. Wir wissen ja nicht, was dich interessiert. Wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, du machst die Hauptverteilung, dann klickst du jetzt auf Hauptverteilung und da ist mal generelle Interviews. Wenn du mehr haben möchtest, gehst du einfach auf mehr erfahren und auf der nächsten Folie siehst du ganz genau, wir beschreiben ganz genau, was wird eigentlich hier verlangt, was erwartet der Kunde hier, was er ausfüllen muss. Und wenn wir uns das auf der Hauptverteilung quasi mal fixieren, gehen wir jetzt auf Hauptverteilung, dann kommt die Frage, gut, reden wir jetzt nur von der Energieleitung oder reden wir auch von der Telekommunikation, Datentechnik und. Weil im Grunde genommen musst du ja alles schützen, nicht nur Energie. Das ist immer der Fokus Energieleitung, aber im Grunde genommen geht es darum, ganzheitlich zu sein. Das heißt, wir sprechen von allen Kommunikationswegen, die das Haus erreicht. So, dann machen wir unsere Auswahl. Dann klickst du alles an, was du hast. Dann kannst du auch sagen, gibt es eine Vorsicherung? Ja, nein. Die Größe kann man einstellen. Und wenn du dann noch weiter klickst, wirst du das nächste Fenster sehen. Dann geht es nämlich los. Verfügt das Haus über einen äußeren Blitzschutz? Das ist sehr relevante Daten. Wenn du nämlich einen äußeren Blitzschutz hast, brauchst du einen Typ 1 Ableiter. So, aber das ist wahrscheinlich ein normales Haus. Und doch, da haben wir Ja angeklickt. Dann die Blitzschutzklasse. Meistens zu 90% ist es Klasse 3. Dann geht es weiter, du wählst alles aus, deine Netzform. Du siehst, es wird schon ein Wissen verlangt, was ein bisschen hochwertiger ist. Also nur zu sagen, wir haben eine Hauptverteilung, das reicht aus. Nein, du brauchst ein bisschen mehr Information. Auch da auf Speichern gehen und siehe da, durch magische Hände schlagen wir dir vor, aufgrund deiner Angaben, was wir für ein Überspannungsschutzgerät empfehlen würden. Das ist nun mal jetzt unser MCF NAR. Auch für die Sammelschiene, für die 40 mm Sammelschiene kann man einhängen. Das ist unser Produkt, was wir empfehlen würden. Natürlich bist du jetzt nicht darauf fixiert. Du kannst auch sagen, nein, ich möchte gerne einen MCF haben für die normale Hutschiene. Dann wählst du halt das aus. Und das ist eine sehr einfache Sache und vor allen Dingen sehr geschickt gemacht. Durch geschickte Abfrage gelangst du automatisch zum Ziel. Also recht einfach, um zum richtigen Produkt zu kommen. Kann ich mir das Produkt dann irgendwie auch in eine Merkliste legen? Kannst du die in die Merkliste legen und wenn du es bestellen möchtest, kannst du es sogar direkt importieren als Excel-Datei und über die L-Bridge 2.0 Schnittstelle direkt zum Großhandel überbringen. Aber das ist alles inklusive, wenn du Oboconstruct nutzt. Und die Construct-Seite ist erreichbar über die normale Obo-Homepage? Entweder über diesen Weg, über Obo, da gibt es so ein kleines Symbol mit Maßband und einem Schraubendreher. Da ist dann sofort, aha, ist der Konfigurator. Oder unter Obo, also www.obo-construct.com.
Direkter Einstieg. Wie gesagt, man kann sich registrieren lassen, was ich immer empfehlen würde, weil da hast du nämlich viel mehr Vorteile. Du kannst Projekte anlegen, die immer verfügbar sind und nicht verschwinden. Und auf jedem Endgerät funktioniert das. Ob am Laptop zu Hause oder auf einem Mobilendgerät, du bist immer auf dem neuesten Stand. Gut, dann haben wir jetzt zum einen den Einblick bekommen über Spannungsschutz und allgemeine Informationen. Jetzt gucken wir uns nochmal den Brandschutz an. Brandschutz genauso. Du wählst also die Kachel aus Brandschutzkonfigurator und jetzt wissen wir ja nicht, bist du mit unseren Produkten schon ein bisschen mehr bekannt oder hast du überhaupt kein Wissen darüber? Dann geben wir dir die Möglichkeit zu sagen, okay, starte die Auswahlhilfe oder Produkt direkt wählen. Aber wir machen mal die Auswahlhilfe mit dem Motto, du wirst jetzt herangeführt schrittweise, was für ein Produkt für dich am besten wäre. So, also Auswahlhilfe starten. Dann siehst du sehr viele Felder, die du ausfüllen musst. Hast du eine massive Wand, hast du eine massive Decke, leichte Trennwand, Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse, 30, 60, 90 Minuten. Wie viel Prozent soll Schott belegt werden? All die Angaben wirst du machen. Da haben wir sogar eine grafische Angabe, wie groß die Öffnung ist. Die verändert sich auch, damit du auch visuell siehst, da passiert was. Dann werden Sachen hinzugefügt und. Und wenn du alles ausgefüllt hast und dann auf Weiter klickst, dann wird magisch genau eine Auswahl ergeben, das wäre Ihre Auswahl aufgrund der Angaben, die Sie gemacht haben. Da haben wir jetzt hier unser Pyromix, das ist ein Myrtle Shot, Pyroplate ist ein Weichshot, dann haben wir unsere Steine, also unsere Schaumstoff-Brandschutzsteine, dann haben wir das Kastenshot, was fest ist, unten drüber Pyrosid, das ist ein Brandschutzschaum und ganz links die Brandschutzkissen. Aus Grund unserer Auswahl kannst du jetzt sagen, das hätte ich gerne. Und wenn du da drauf klickst, klicken wir einfach mal auf den Brandschutzschaum. Da hast du sogar jetzt eine Angabe, was ist das für ein Schaum, was macht der Schaum, hat der eine Zertifizierung natürlich, der hat sogar eine ETA. Also die Grundangaben, die du benötigst, werden sofort erscheinen und die wunderbare Sache beim Brandschutzschaum, du kannst kombinieren. Du kannst jetzt sagen, ich will jetzt nicht unbedingt 2 Kartuschen benutzen, ich möchte das kombinieren mit den Steinen. Da hast du unten so einen Mengenkonfigurator, wenn du drauf klickst, erscheint jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme 2 Steine und brauche 2 Kartuschen Brandschutzschaum. Ich könnte aber auch sagen, ich nehme nur einen Stein und dafür geht die Menge von Brandschutzschaum auch höher. Also die Möglichkeit geben wir dir. So, und wenn du dann weiterklicken solltest, gibt es noch optionales Zubehör. Zum Auspressen der Kartusche brauchst du die Kartuschenpistole und. Aus dem Grunde genommen wirst du wirklich an die Hand genommen und gesagt, das hast du ausgewählt und das bekommst du jetzt mit Artikelnummern und Übereinstimmungserklärung, wenn du hinterher drauf geklickt hast. Also all das, was du benötigst bei der Übergabe des Schutzsystems an den, den Sachverständigen, der die hinterher Übergabe macht, alles ist vorhanden. Ja, ich sag mal, ein klasse Tool, um zu planen, um zum richtigen Produkt zu kommen. Ich denke auch, dass wir von der Entwicklung natürlich jetzt nicht stehen bleiben, sondern uns da weiterentwickeln werden, was das ganze Thema Construct angeht. Absolut. Carsten, an der Stelle vielen Dank für einen kurzen Einblick für den Überspannungsschutz, für den Brandschutz, für Construct generell und freue mich schon auf unsere nächsten Themen. Immer Danke. gerne, Klaus. Tschüss.